Stern, du Gnadenschein, der Wahrheit, Licht und Leben. O Licht der lichten Ewigkeit, lass unsere Welt getroffen, indem der Menschen Schuld und Leid darf Auferstehung hoffen. O Nacht, da Christus unser Licht, o Schuld, die Gottes Angesicht uns leuchten lässt in Gnade. O Licht viel heller als der Tag, den Sonnen je entzündet, dass allem, was im Grabe lag, den Sieg des Lebens kündet. Du Glanz des Herrn der Herrlichkeit, du Heil der Welt in Ewigkeit, voll Freuden und voll Frieden. Wir feiern den Gottesdienst zum Mittwoch in 3. Osterwoche. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Der Heilige Geist führt die Kirche durch außergewöhnliche Zeiten, durch außergewöhnliche Frauen, durch die Geschichte, besonders in der Mittelalter. Heute feiern wir das Fest der Kirchenlehrerin Katharina von Siena. Sie bewirkte im 14. Jahrhundert unter anderem die Rückkehr des Papstes aus Avignon nach Rom und eine innere Reform der Kirche. Für viele Fürsten und Bischöfe wurde sie zur Beraterin. Gleichzeitig diente sie als Ordensfrau den Armen und Kranken. In einer zerstrittenen Welt setzte sich Katharina von Siena für die Frieden ein. So ließ sie durch ihre Taten auf vielfältige Weise das Licht Christi in die Welt leuchten. Auch wir sind immer wieder gerufen, wie Katharina von Siena, das Licht des Glaubens weiterzugeben. Bitten wir um Gottes Erbarmen. Herr Jesus, auferstanden von den Toten, Kyrie eleison, dein Kreuz ist unsere Hoffnung, Kyrie eleison, du rufst alle Menschen zum Leben, Christe eleison, du begleitest uns auf unseren Wegen, Christe eleison. Du bist erhöht zur Rechten des Vaters, Kyrie eleison. Du sendest den Geist der Wahrheit, Kyrie Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen.
Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast der heiligen Katharina von Siena das Leiden Christi und die Wunder seiner Kirche vor Augen gestellt. Im Dienst an der Kirche wurde ihre Liebe zu einem lodernden Feuer. Mache auch uns, die wir Christus gehören, bereit, die Leiden seiner Kirche mitzutragen, damit einst seine Herrlichkeit an uns offenbar wird. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Wir hören eine Lesung aus dem 1. Johannesbrief. Schwestern und Brüder, das ist die Botschaft, die wir von Christus gehört haben und euch verkünden. Gott ist Licht und keine Finsternis ist in ihm. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis leben, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht leben, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut seines Sohnes Jesus reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, führen wir uns selbst in die Irre. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Wenn aber einer sündigt, haben wir einen Beistand beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Er ist die Sühne für unsere Sünden, aber nicht nur für unsere Sünden, sondern auch für die ganze Welt. Worte des heutigen Lesung. Dank sei Gott.
Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Mir ist von meinem Vater alles übergeben worden. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater. Und niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Mit leidenschaftlichem Eifer hat Katharina von Siena sich im Sinne Jesu eingesetzt. Ihn, unseren Herrn, bitten wir. Erfülle alle, die in deiner Kirche ein Amt ausüben, mit der Liebe, die die heilige Katharina gelebt hat. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Führe die Beratungen des synodalen Prozesses in Deutschland zu einer Reform der Kirche, die der von Katharina bewirkt ähnelt. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Stärke die Menschen, die sich wie die heilige Katharina um die Armen und Kranken sorgen und kümmern. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Erwecke in unserer Mitte Menschen, die sich wie Katharina für Frieden und Gerechtigkeit einsetzen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Nimm unsere Verstorbenen und alle Toten auf, besonders alle, die an und mit Corona gestorben sind, in die Gemeinschaft der Heiligen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Herr Jesus Christus, die heilige Katharina ist dir nachgefolgt und hat dich bezeugt. Hilf auch uns, Zeugnis zu geben von dir und deiner Liebe. Darum bitten wir dich, heute und in Ewigkeit. Amen. Amen. Weicht die Hölle mit ihrer Qual.
Barmherziger Gott, nimm die Opfergabe an, die wir am Gedenktag der heiligen Katharina darbringen. Ihr Wort und ihr Beispiel lehre uns, dir, dem wahren Gott, zu dienen und dich aus ganzem Herzen zu preisen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und in den Heiligen deiner Gnade zu rühmen. Inmitten der Kirche berufst du Menschen, sich Christus zu weihen und mit ganzer Hingabe das Himmelreich zu suchen. In ihnen offenbarst du deinen Ratschluss, uns Menschen die ursprüngliche Heiligkeit neu zu schenken und uns schon jetzt mit Freude an den Gütern der kommenden Welt zu erfüllen, durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen und singen wie aus einem Munde das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, heilig, dreimal heilig, bist du, Herr Gott Sabaoth. Erd und Himmel dich lobpreisen, in der Höhe großer Gott. Heilig, der in deinem Namen zu uns kommt, Hosanna, Amen. Ihm sei Lob und Herrlichkeit, Preis und Dank in Ewigkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen den Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lasst uns eins werden durch den Heiligen Geist.
Gedenke deine Kirche auf der ganzen Erde. Vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Felix, die Gemeinschaft der Bischöfe, Priester und Diakonen, allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, und das ganze Volk deiner Erlösten. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit heiligen Josef, der heiligen Katharina von Siena und mit allen Heiligen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Lasset uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allen Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. An Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Ist das der Leib, Herr Jesu Christ, der tot im Grab gelegen ist? Kommt, kommt, ihr Christen, jung und alt, schaut die verklärte Leibsgestalt. Halleluja, Halleluja. Der Leib ist klar, klar wie Kristall, Rubinen gleich die Wunden all, die Seel durchstrahlt in Licht und rein, wie tausendfacher Sonnenschein. Halleluja, Halleluja. Seht Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Wenn wir im Licht leben,
wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut seines Sohnes Jesus reinigt uns von jeder Sünde. Halleluja. Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit, denn unser Heil hat Gott bereit. Halleluja, 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 Halleluja. Gelobt sei Christus, Mariensohn. Er hat zerstört der Höllenpfort, die seinen Heil herausgeführt und uns erlöst vom ewigen Tod. Halleluja, 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 Halleluja. Gelobt sei Christus, Mariensohn. Lasset uns beten. Herr unser Gott, das Brot des Himmels, das wir empfangen haben, hat auf wunderbare Weise auch das irdische Leben der heiligen Katharina genährt. Uns sei dieses Sakrament die Speise für das ewige Leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Es segne und behüte uns der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Sei Herrn. Gott, dem Herrn. Ihr Freunde Gottes allzugleich, verherrlicht hoch im Himmelreich, erfleht am Throne alle Zeit, uns Gnade und Barmherzigkeit. Helft uns in diesem Erdental, dass wir durch Gottes Gnade und Wahl zum Himmel kommen allzumal. O Schar der Jungfrauen licht und rein, die ihr geweiht dem Herrn allein, ihr heilgen Frauen tugendreich,
Herr